Da sind wir wieder und heute mit einem Griff wieder von Saberforge und zwar den Archon. Der war mir selber unbekannt. Das Portfolio an Griffen ist ja mittlerweile explodiert bei Saberforge, da kommt man nicht mehr ganz so mit. Wir haben hier die geweatherte Variante, die ist ein bisschen dunkler. Also sowieso, wenn ihr mal bestellt bei Saberforge, kauft euch nie die komplett schwarze. Die Details kommen einfach nicht hervor, wenn hier die Ecken und Kanten nicht ein bisschen abgeschliffen wurden, sonst seht ihr das einfach nicht. Wenn das Ding komplett schwarz ist, seht ihr hier die Details nicht. Also entweder die klare Version, also die saubere, oder hier die geweatherte, aber nicht die schwarze. So, der Griff kam an in dem, ja, so wie er aussieht, nur ohne die Buttons. Die muss man sich halt irgendwo anders bestellen, 12 mm Buttons. Ja, wenn ich jetzt völlig neu in dem Business bin, ich kriege den Griff und habe keine Ahnung, ich habe den installiert bekommen, wie gehe ich jetzt vor? Ich drehe hier erstmal den Knauf ab, als kleines Tutorial. Dann kommt mir das Chassis entgegen, das Herz des Griffes. Und zwar, erstmal, was sehen wir hier? Ein Plastikteil, das die ganze Elektronik hält, unter anderem den Lautsprecher, den Akku, einen schönen 18650er, das ist hier mein Testakku, da kommt ein vernünftiger noch rein. Dann haben wir hier unser Connector-PCB, 6-polig. Das erlaubt, eine Klinge anzusteuern und 2 Buttons. Dazu ein Profi-Board. Hier ist der SD-Kartenzugang und hier kann ich mit dem Kill-Switch den Strom komplett killen. So, höre ich diesen Sound, das ist der Boot-Sound, dann ist mein Schwert aktiviert. Und ich kann loslegen. So. Heißt halt auch, wenn die Batterie leer ist, wechseln wir die natürlich so, rein, raus, aufladen, fertig. Hier gibt es keinen Ladeport oder sowas. Dafür braucht man also ein Akku-Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus. So, dann kommt das Ganze hier rein. Das ist auch verdrehsicher, denn das sind ja hier Kreise. Ja. Ist ein bisschen sensibel. So, also rein damit. Jetzt wieder zudrehen. Bis Anschlag, da kann nichts passieren. Die sind federgelagert, die Pogo-Pins, und der Abstand funktioniert halt so, dass ich da nicht irgendwelche Löcher da rein drücke von der anderen Seite mit den Pins oder halt den Kontakt nicht schließe. Also das ist ja, vernünftig vermessen. So, dann haben wir hier den Power-Button, damit aktiviere ich den Schwert. Mit dem AUX-Button suche ich mir den passenden Charakter aus. Wir gehen mal einen zurück. Ich habe natürlich auch Tutorial-Videos, wie man einen Griff mit 2 Buttons oder mit einem Button benutzt. Da einmal reinschauen. So, der Ton ist sehr satt, das sei schon mal gesagt. Ich mache jetzt aber mal hier eine Testklinge rein. Wenn ich meine Klinge einsetzen möchte, dann ist darauf zu achten, dass hier die Feststellschraube ist. Hier unten ist auch noch mal eine, die aber nicht lösen. Die hält nämlich den Teil des Chassis fest, der hier für die Buttons verantwortlich ist. Also wirklich nur hier oben lösen, nirgendwo anders. So, ich habe die jetzt gelöst. Der Blade Plug kommt raus. Die Klinge, hier die Mini-Version davon, einfach reingesetzt. Mit ein bisschen Spannung andrücken und nicht übertrieben festziehen. Einfach eher anfangs ein bisschen zu leicht als zu fest, weil sonst bohrt sich das Ding in die Klinge rein. Das wollen wir auch nicht. So, und jetzt an. So. Wir können das Ganze auch lauter machen. Enter volume menu. Volume menu end. Und wir hören es schon an der Stimme. Saberforge-Griffe haben generell einen verdammt guten Klang. Sehr bassig. Du willst mir keine Killersticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Sowas von unzivilisiert. Nee. Hier unten ist das Board. Hier muss die Erschütterung praktisch sein. Sonst passiert da nichts. Herrlich. Also der klingt fantastisch. Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört?
wirst du lernen, deinen Gefühlen zu vertrauen. Dann wirst du unbesiegbar sein. Ah, super, super. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Also, ich teste die Griffe ja wirklich immer erst dann, also was den Sound angeht, wenn ich hier diese Videos mache. Vorher prüfe ich wirklich nur die Installation, ob das Licht rauskommt und so weiter. Aber hier großartig, welcher Font klingt wie und so weiter, dafür habe ich überhaupt nicht die Zeit. Deswegen mache ich das wirklich erst, wenn ich diese Videos drehe. Und ja, ich bin total begeistert. Der bestätigt mich einfach immer darin, dass Saberforge, natürlich hatte ich nicht alle, aber die ich bisher hier auf meiner Werkbank hatte, die haben mich immer überzeugt vom Sound. Die waren einfach bombastisch. Ich weiß nicht, ob es die Wandstärke ist, der Abschluss des Chassis mit dem Rest des Griffes, die Kombination daraus wird es wohl sein, dass wir hier immer einen sehr guten Klangkörper haben und einen satten Ton haben. Der Griff selber, der ist recht lang, also das sind nicht die normalen 30 cm oder sind es doch? Sekunde, lasst uns das mal kurz messen. Der ist ein bisschen länger, das sind knapp 36 cm. Also den kann man wirklich gut mit 2 Händen führen. So, die kleine Box hier oben, die non-funktional ist, die ist hier oben, die ist auch nicht im Weg. Ja, den kann man gut packen. Hat einen dickeren Durchmesser, eben weil wir hier noch diese Hülse haben. Die habe ich. Die ist, kleiner Nachteil hier von dem Griff, die ist nur mit dieser Schraube hier gesichert, beziehungsweise verbunden. Hier, wir sehen hier diesen Teil des Griffes, der mit den Rillen. Nur mit dieser Schraube, mit diesem Anpressdruck hält diese Hülse praktisch daran. Ich habe hier unter diesem Teil, ja doch, hier müsste es sein, nochmal doppelseitiges Klebeband gesetzt, damit wir hier kein Spiel haben. Also wenn sich da mal was lösen sollte, hier anziehen und da mal gucken, ob sich da nicht was gelöst hat, dann kriegt man hier das Klappern raus, wenn denn welches sein sollte. Weil so ist der Griff halt angekommen, dass ich direkt gemerkt habe, oh, ich habe hier irgendwie Spiel. Das irritiert, muss nicht sein und deswegen hier leicht mit doppelseitigem Klebeband gefixt. Die Installation selber lief sehr, sehr einfach eigentlich vonstatten. Das einzige Schwierige, also das Chassis, das ist, habe ich bei vielen anderen schon verwandt, bei Saberforge-Griffen. Das Einzige, was variiert ist, weil ich hier eine wahnsinnig große Länge habe, ist halt auch die Länge des Chassis hier so ein bisschen. Da muss man immer das Ganze ein bisschen anpassen. Die einzige Schwierigkeit, die ich hier halt hatte, der Griff ist so lang, mein Messschieber hat nur 150 mm und hier sind ein paar Abstände, die sind deutlich größer. Da muss ich dann halt 1-2 Mal mehr drucken, bis das wirklich genau gepasst hat. Aber ansonsten ist das eine sehr dankbare Installation, ohne große Probleme, dass hier irgendwelche Funktionalitäten halt nicht gegeben sind, weil irgendwelche Mechanismen zu kompliziert sind oder sowas. Genau, das sind 12 mm Taster. Die setzt man hier rein. Die sind jetzt auch nicht krass verklebt. Da ist doppelseitiges Klebeband, das benutze ich immer gern, damit man eben für den Fall der Fälle immer noch mal was lösen kann und reparieren kann, ohne diese Knöpfe zerstören zu müssen. Auch hier, das sind wieder keine federgelagerten, das sind kleine Taster. Ich hoffe, man hört es wieder. Die haben einen sehr kurzen Federweg, das ist ein Federblech, was da drunter liegt und nicht eine eigentliche Feder wie die anderen. Und dann kann man die sehr schnell auslösen. Das sind wirklich coole Griffe, coole Taster. Ja. Mein Fazit zu dem Griff, klare 9, was den Sound angeht. Für jeden, der gerne nochmal zweihändig unterwegs ist, ist das ein sehr guter Griff. Und wer herausnehmbare Chassis liebt, der ist hier genau richtig. Der Griff eignet sich wunderbar dafür, denn in der Mitte ist er nicht teilbar. Falls ihr noch Fragen zum Griff habt, lasst gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.